und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal To Cooks One Kitchen. Wir sind Melanie und Sabrina. Und heute kochen wir Spargelcremesuppe. Von Spargelcremesuppen gibt es ja unzählige Rezepte. Wir zeigen euch heute unser Rezept, was sehr simpel, aber simpel ist gleich mega lecker. Es gibt natürlich auch noch was Besonderes bei unserem Spargelrezept, nämlich karamellisierte Spargelspitzen. Das wird richtig lecker sein. Oh ja. Und wenn ihr ein super Spargelcremesuppe-Rezept habt, lasst es uns wissen. Schreibt es in die Kommentare und dann können wir schauen. Genau. Und vergleichen und schauen. Die sind bestimmt alle lecker, oder? Spargelcremesuppe ist wohl lecker. Bestimmt. Und ich würde sagen, legen wir gleich los. Yes, let's go. Prost. Tschüss. Für die Spargelsuppe braucht ihr eine mittelgroße Zwiebel, die schälen, halbieren, in Scheiben schneiden und dann in Würfel schneiden. Die geschnittenen Zwiebeln gibt es dann in eine Schüssel. Dann braucht ihr eine Knoblauchzehe, die schälen, halbieren, in feine Scheiben schneiden und den Knoblauch gibt es dann zur Zwiebel in die Schüssel hinzu. Und für Suppe braucht ihr natürlich Spargel. Wir verwenden hier 500 Gramm vom feinsten heimischen Machfelder Spargel. Den weißen Spargel müsst ihr jetzt gründlich schälen, weil die Schale sehr faserig ist. Und die Schale könnt ihr jetzt entweder wegwerfen, was eigentlich sehr schade ist, oder ihr macht damit einen leckeren Spargelfond, wie wir das euch in unserem letzten Video gezeigt haben. Vom Spargel schneidet ihr nun 2 bis 3 cm vom Strunk ab, die gibt's weg und dann schneidet ihr auch die Spargelspitzen ab. Den restlichen Spargel schneidet ihr in grobe Stücke und die Spargelspitzen in feine Scheiben. In eine Pfanne gebt ihr nun 2 Esslöffel Olivenöl, so mal lieber 3 Esslöffel und erhitzt es. In die heiße Pfanne gebt ihr nun die in Scheiben geschnittenen Spargelspitzen und bratet sie scharf an. Die Spargelspitzen würzt ihr nun mit einer Prise Kristallzucker sowie einer guten Prise Salz und schon ist auch unsere Suppenanlage fertig, nämlich karamellisierte Spargelspitzen. Die gibt es dann in eine Schüssel und stellt sie bis zum Servieren beiseite. In einen Suppentopf gebt ihr nun 2 Esslöffel Olivenöl und erhitzt es. Sobald das Öl heiß ist, gebt ihr die geschnittenen Zwiebeln und die Knoblauchzehe hinzu und bratet sie glasig an. Dann gebt ihr die geschnittenen Spargelstücke hinzu und bratet diese mit glasig an. Wichtig ist, dass die Spargelstücke keine Röstfarben bekommen. Nun gebt ihr 2 Esslöffel glattes Mehl hinzu und röstet dieses 10 Sekunden mit an. Dann löscht ihr das Ganze mit 50 ml Weißwein ab, lasst den Alkohol für 15 bis 20 Sekunden verdampfen und nun gebt ihr 1 Liter Spargelfond hinzu. Alternativ könnt ihr auch nur Wasser verwenden. Die Suppe würzt ihr nun mit 1 Esslöffel Zucker, 1 Teelöffel Salz, das rührt ihr kurz um, dann gebt ihr einen Deckel drauf und lasst die Suppe für 25 bis 30 Minuten köcheln bzw. bis der Spargel weich gegart ist. Nun gebt ihr noch 1 Esslöffel Vegeta-Pulver hinzu, 250 ml Schlagobers und dann gebt ihr die heiße Suppe vorsichtig in einen Mixbecher hinein und püriert sie ganz fein. Ich hab's ja schon geahnt. Da jetzt den Mixbecher nicht bis nach oben voll füllen, sondern mixt die Suppen bitte auf 2 bis 3 Mal, dann passiert euch das nicht. Die fertige mixte Suppe gibt es dann wieder zurück in den Topf und jetzt seht ihr schon, dass die Suppe richtig schön cremig geworden ist und die Konsistenz nicht zu dünn, nicht zu dick ist, einfach perfekt. Zum Anrichten gebt ihr die Spargelcremesuppe in einen Suppenteller, gibt es noch einen extra Schöpfer vom Schaum obendrauf, dann gebt ihr nacheinander die karamellisierten Spargelspitzen hinein und zum Schluss und als Krönung obendrauf frische Kresse. Und fertig ist unsere Spargelcremesuppe. Na, bist du gespannt auf die Spargelsuppen? Ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Ja, und das schaut so schön aus mit dem Schaum da und mit der Kresse, das Grüne, die Spargelspitzen, die anbraten. Oh ja, und so schön schaumig. Also, Gell? Probieren wir. Herrlich. Oh, vorsichtig. Oh ja. Löffel. So, ein Löffel mit allem drauf. Ja. Tschüss. Tschüss. Ich lasse dir mal. Ui, die schmeckt sehr schön nach Spargel. Oh, das ist ein gutes Supperl. Und mit diesen Spargelspitzen drinnen. Das ist so Hey! Und mit diesen Spargelspitzen ist da so eine Konsistenz noch dabei bei der Suppe. Das ist herrlich, also richtig lecker und geschmacklich. Die Spargelspitzen haben wir ja in der Pfanne scharf anbraten und ein bisschen Kristallzucker oben drauf, das so leicht karamellisieren. Wenn ihr keinen Alkohol wollt, lasst den Weißwein einfach weg, das schmeckt genauso gut. Und die Suppe, die ist wirklich mit dem Salz, Süße, Säuregehalt
Ich finde, das ist Ihr könnt total auch, genau, also ausbalanciert. ihr braucht keinen Weißwein nehmen. Macht sich natürlich sehr gut, muss ich sagen, mit dem Spargel. Aber wenn, ihr könnt auch Zitronenzeste nehmen, ist auch sehr lecker. Ja, und Na, Zitronensaft. ehrlich. Ja, auch natürlich. Genau. Also Voll wirklich lecker. sehr lecker. Herrlich und von der Konsistenz nicht zu dünn, nicht zu dick. Es muss eine cremige, schaumige, aber auch noch leicht flüssige Suppe sein. Das ist schon sehr Genau. wichtig. Es ist sehr lecker. Voll lecker. Sehr, und die sehr lecker. Kresse gibt es so eine Frische noch oben drauf. gell? Ja, richtig Voll gut. Richtig voll gut. super. Also können wir gleich aus dem Topf eigentlich essen. Du kleine Patzerin, du. Ja. Kopf voll Potz, gell? Naja, Ein lecker Super für die Spargelzeit. Check. herrlich. Probiert dieses leckere Spargelrezept aus. Das wird euch schmecken. Diese Suppe ist ein Muss und sie wird euch munden. Oh ja, ein Träumchen. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, abonniert unseren Kanal. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. Tschüss. Das ist super. Das ist super, ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, Hoppala. abonnieren. Und los. Und los. Und wenn euch... No. Cool. 1, 2, 3 and go.